ich glaube, das erste Thema oder wo du Rassismus, ähm, gespürt hast, ist, wo du einen Post bei IG gemacht hast. Ja. Also, den meisten Hass, glaube ich, kriegen wir beide bezüglich unserer Hautfarben, wenn wir, glaube ich, Pärchenbilder posten, Familienbilder posten. Ich glaube, das mögen ganz viele Leute nicht sehen, dass sich halt eben, 2 Hautfarben vermischt haben. Ich meine, wir leben 2024, ist eigentlich verrückt, dass wir darüber noch sprechen müssen. Aber ja, sehr, sehr viel, neue Erfahrungen habe ich da auf jeden Fall gemacht, seitdem ich eben mit dir zusammen bin und du stehst dann halt auch in diesem Rampenlicht. Und das sehen dann natürlich viele Leute nicht gerne und, denken, sie könnten da alle ihre Meinung dazu äußern. Ja. Bei mir ist crazy, dass immer, wenn ich einen Post mache, also die Leute sagen, ähm: „Warum nimmst du nicht eine Schwarze?“ So. Und, ich glaube, im Endeffekt in Deutschland aufgewachsen, ist es natürlich ein bisschen anders als in Amerika. Ich verstehe das, aber wie du schon sagst, 2024 und wir müssen uns immer noch solche doofen Kommentare anhören. Ich glaube, das ist, wie gesagt, das war vor 500, 600, 700 Jahren so und ist jetzt genauso, immer noch, weißt du? Und da muss sich, glaube ich, in meinen Augen muss sich was ändern. Und ja, deswegen fangen wir an mit diesem Podcast und mit dem Thema. Wie ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das erste Mal für dich ist, dass du das so erfahren hast. Also, wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, okay, jetzt vielleicht, dass du dafür verachtet wirst, dass du halt eben dir eine weiße Frau gesucht hast, anstatt eine schwarze Frau an deiner Seite zu haben. Aber ich meine, Rassismus hast du ja höchstwahrscheinlich auch schon in der Schule erlebt oder auch als bevor du sogar eben, erfolgreich wurdest. Yes. Ich bin, Kindergarten, hier in Braunschweig gegangen, Kreienriede. Das war also kurz vor Kreienriede. Da war ich, im Kindergarten. Die ganzen Erzieherinnen waren sehr, sehr nett, und sehe ich jetzt immer noch, im Fitnessstudio manchmal und grüße sie ganz lieb. Aber, d natürlich wurde ich immer konfrontiert von Kindern, von Leuten, die gesagt haben: „Oh, deine Haut ist ja ganz dreckig“ oder, das N-Wort. Ja, und dann natürlich in der Schule ging es dann natürlich weiter. Habe ich Basketball gespielt, war der einzige, Dunkelhäutige in der Gruppe oder im Team. Mental glaube ich, deswegen bin ich so mental stark, weil ich musste dafür kämpfen, dass Leute mich akzeptieren und respektieren. Okay, Über die also Jahre. gab es auch mal Momente, wo du wirklich als Kind geweint hast oder dir Yes. gewünscht hättest, du wärst nicht schwarz? Ich glaube, nicht schwarz, weiß ich nicht, weil ich bin sehr, sehr stolz darauf auch. Aber geweint und dunkle Momente gab es auf jeden Fall schon, wo ich gesagt habe, so: „Warum sind die Leute so zu mir?“ Und, war dann alleine im Zimmer und habe mich halt gefragt, warum Leute so zu mir sind. Auf jeden Fall. Aber kannst du schon sagen, dass es dich jetzt, wo du älter bist, es dich weniger trifft und berührt als damals noch, als du ein Kind warst? Ja, du bist natürlich als Kind bist du noch nicht so erfahren, wie ich jetzt bin mit meinen 30 Jahren. Wie gesagt, habe Frau, 3 Kinder. Die letzten 30 Jahre, die ich, durchlebt habe, die letzten, sagen wir, 12 Jahre in der NBA natürlich auch, haben mir viel, Erfahrung, positiv und negativ gegeben. Und ja, jetzt also, wie gesagt, macht es nichts für mich, aber ich will natürlich für die Kinder, für meine Kinder, für die Kinder von meiner Familie, von meinem Bruder, aber auch die ganzen Leute dort draußen, die dunkelhäutig sind, dass sie wirklich mit, großer Brust rausgehen, jeden Tag und, stolz darauf sind natürlich und, uns alle gut repräsentieren.